Da geht es darum, das ist Relativkinetik, aber das ist Relativkinetik von hinten betrachtet. Also das Pferd von hinten aufgezäumt im Sinne von, wir schreiben oder wir schauen uns nicht zuerst an, was ist die Absolutbeschleunigung und schließen dann daraus aus dem Schwerpunktsatz und eventuell nur aus dem Drehimpulssatz, welche Belastungen wirken, sondern wir müssen uns vom Schwerpunktsatz weg überlegen, was das System macht. Das natürlich relativ, aber in dem Sinne ist es ein bisschen anders als andere. Es ist sehr ähnlich zu diesem Beispiel, wo der Mann auf dem Brett, das Männchen auf dem Brett sich bewegt. Da macht man es auch so, aber es ist eher eine untypische Art von Relativkinetik. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir das hin und wieder rechnen. Also, worum geht's? Wir haben einen Keil mit der Masse m2 und der hat einen bestimmten Öffnungswinkel da, Alpha, und der bewegt sich reibungsfrei, kann sich reibungsfrei auf dieser horizontalen Ebene in x-Richtung, entlang der x-Richtung bewegen. Und auf dem Keil drauf setzen wir dann einen Quader und den lassen wir runterrutschen. Klarerweise auch reibungsfrei, klarerweise. Und natürlich, wenn der runterrutscht, dann wird er den Keil verschieben wollen. Es gibt ja Kräfte da, innere Kräfte, und wenn der da runterrutscht, dann wird sie sicher der Keil nach hinten verschieben wollen. Das ist nachvollziehbar vermutlich. Und dadurch haben wir es mit einer Relativbewegung zu tun, weil ja dieser Quader im System des Keils sich in einem relativen Koordinatensystem befindet. Das ist der Punkt. Und damit man das lösen kann, muss man einfach frei machen, im Grunde wie in der Statik, nur dass wir da halt den Schwerpunktsatz nehmen und nicht die Gleichgewichtsbedingungen. Aber das ist der einzige Unterschied. Mhm. Gut, machen wir das. Also wir machen einfach einmal stur frei. Und zwar mache ich so frei, dass wir ein Freikörperbild produzieren, in dem die ganzen Kräfte drinnen sind, und ein zweites Freikörperbild mit den Beschleunigungen. Und dann kann man drunter schön auflisten, was sind die ganzen Kräfte und was sind die einzelnen Beschleunigungen. Und dann kann man, ich muss jetzt kurz schauen, ich habe das in allen möglichen Varianten da natürlich gerechnet, dann kann man in allen möglichen Koordinatensystemen agieren, je nachdem, was einem lieber ist. Ich bin da, ja, bleiben wir bei dem. Ich bin aus Einfachheitsgründen in der Hauptrechnung im XY-System geblieben, aber man kann natürlich hergehen und kann sagen, ich lege mir hier ein Koordinatensystem rein, das halt da natürlich ist auf der schiefen Ebene des Keils und tangentiale und eine vertikale Komponente hat, und schreibe in diesen beiden Komponenten zum Beispiel den Quader an und schreibe im XY-System den Keil an, und im Endeffekt kriegt man dann ja trotzdem wieder Gleichungen, die die Kräfte und die Beschleunigungen enthalten, und die kann man wieder ineinander einsetzen. Also es macht da keinen Unterschied. Wir trennen die beiden einfach auseinander und ich mache links, zeichne ich alle Kräfte ein und rechts die ganzen Beschleunigungen. Gut. Die Kräfte sind natürlich, ja, die Unterlage sollte man vielleicht auch wegradieren, damit wir wirklich da korrekt arbeiten. Ich brauche natürlich die Normalkraft von der Unterlage auf den Keil. Und da hinten zeichne ich die Y-Achse wieder ein. So. Und da auch.
Da ist es nicht so tragisch bei den Beschleunigungen. Können wir die Unterlage ruhig da lassen. Das heißt, ich habe einmal hier auf jeden Fall eine Gewichtskraft. M2 mal G. Ich habe hoffentlich im Schwerpunkt, aber ich zeichne es jetzt einfach da einmal so ein, generisch, eine Normalkraft, die heißt bei mir FA, von der Unterlage auf den Keil, die ist ohnehin egal am Ende des Tages, weil die trägt nicht wirklich etwas bei, dynamisch, aber wir müssen es einzeichnen, damit es stimmt. Und wir haben hier jeweils die Normalkräfte vom Quader auf den Keil und dann die Reaktion drauf auf den Quader und natürlich die Gewichtskraft des Quaders. Das sind die ganzen Kräfte. Und bei den Beschleunigungen gibt es eine Beschleunigung für den Quader, die heißt S2 Punkt in Tangentialrichtung. Und da bin ich jetzt ein bisschen stur, sagen wir es einmal so. Es gibt eine Beschleunigung x2 Punkt, die sich einfach aufs Koordinatensystem bezieht. Ganz stur. Natürlich wissen wir, dass x2 Punkt negativ werden wird am Ende. Weil es wird ja wohl keiner annehmen, dass der Quader da runterrutscht und der Keil sich nach rechts verschiebt. Das wird nicht passieren, sondern er wird sich in negative x-Richtung verschieben. Damit wir uns aber mit den Koordinaten nicht vorzeichenmäßig zusätzlich vertun können, zeichne ich die Dinge, die ich nicht kenne, lieber in positive Richtung ein. Auch hier. Das ist einfach mein x2-Punkt. Ganz stur. Und wenn es negativ rauskommt, okay, macht ja nichts. Wir müssen eh nicht in den natürlichen Zahlen arbeiten, wir können eh negative Ergebnisse verkraften. Gut, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Was man vielleicht noch einzeichnen kann, ist da die x- und y-Komponenten. Da haben wir einmal S2 Cosinus Alpha und S2 Punkt Sinus Alpha. Und da herüben bei der Normalkraft, wenn wir alles im XY-System anschreiben, haben wir hier Fn Sinus Fn Cosinus und dann projizieren Sie es einfach rauf zum Quader, dann ist klar. Die Vertikale ist einfach Cosinus, die horizontale ist Sinus. Sollte kein Problem sein. Und dann schreiben wir einfach F ist gleich m mal a für die beiden Teile des Systems und gerne gleich in die Koordinatenrichtungen hin. Und da machen wir dann einen Vektor, wenn das Ganze vektoriell sein soll. Ja, das ist alles. Das muss man jetzt einfach hinschreiben. Wir beginnen mit dem Keil und ich trenne es auf sofort, weil dann haben wir gleich einzelne Gleichungen. Und zwar die Kraftkomponente des Keils, immer Vorzeichen richtig mitnehmen, ist minus Fn Sinus Alpha in x-Richtung. Mehr gibt es nicht. Ist gleich. Und wenn wir da rechts schauen, Masse ist m2, Beschleunigung x2 Punkt. Wenn Sie es jetzt negativ angesetzt hätten, die Beschleunigung, müssen Sie halt da minus x2 Punkt schreiben oder minus AF oder was auch immer. Ja. Dann sieht man, dass es wieder positiv wird. Dann passt das auch. Das ist eine Gleichung. In y-Richtung kommt die zweite Gleichung, nämlich Fa minus Gewichtskraft
m2 mal g minus Fn. Cosinus Alpha ist die Vertikalkomponente und in die Richtung gibt es keine Beschleunigung, also 0. Also ist das streng genommen eine Gleichgewichtsbedingung. Das ist ja der Spezialfall der Dynamik, die Statik und damit die Gleichgewichtsbedingung. Und das gleiche machen wir für den Quader. X Richtung Quader. Fn Sinus Alpha positiv, also rüber projizieren gedanklich, zeigt er in die positive X-Richtung. Und da, ja, okay, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil, und das ist einer der Hauptgründe, warum es sinnvoll ist, das x2-Punkt positiv anzunehmen, weil man sie dann im Relativsystem leichter tut. Man kann jetzt, natürlich muss man jetzt auf das global feststehende Koordinatensystem alles beziehen, genauso wie beim Kreisel vorher. Das heißt, ich habe ja für den, schauen wir da her, ich habe ja für den Quader, der da runterrutscht, nicht nur das S2-Punkt, das relevant ist gegenüber XY, sondern zusätzlich auch, wie sich der Keil in XY bewegt. Das zusammen ergibt ja erst die relevante Beschleunigung. Und das muss man da jetzt entsprechend natürlich beides reinpacken. Das heißt, wir haben einmal die Horizontalkomponente M1, S2-Punkt Cosinus Alpha und dann natürlich auch M1, weil wir betrachten den Quader, nicht den Keil, nur die Führungsbeschleunigung in dem Fall, wenn Sie es terminisieren wollen, ist das x2-Punkt. So, das ist das Gesamtsystem. Und in y-Richtung genauso, da ist es nur einfacher, weil es keine Führungsbeschleunigung gibt. Fn Cosinus Alpha minus M1g und da haben wir dann, ja, da kommen wir jetzt nicht wirklich aus, wenn S2-Punkt nach unten rutscht, dann ist es in irgendeiner Richtung negativ. Da muss man jetzt einfach das Minus akzeptieren, nämlich minus M1 S2-Punkt Sinus Alpha. Gut. Und ich hoffe, das ist alles und es sollten alle Bestimmungsgleichungen sein. Aus diesen 4 Gleichungen sollten wir eigentlich alles ausrechnen können jetzt, was wir brauchen. Zuerst einmal war die Frage Beschleunigung von Quader und Keil. Schauen wir mal, wir haben die Beschleunigung vom Keil, das ist das x2-Punkt, wir haben die Beschleunigung vom Quader, S2-Punkt drinnen. Das sind 2 Unbekannte und dann haben wir noch 2 Unbekannte, nämlich die Normalkraft durchs Auseinandernehmen zwischen Quader und Keil und die Kraft von der Auflage auf den Keil. 4 Unbekannte. Sollte funktionieren. Dann versuchen wir es aufzulösen. Nehmen wir mal die Gleichung 1 und drücken uns die Beschleunigung x2 Punkt aus. Die ist nämlich dann minus Fn durch m2 Sinus Alpha. Die nenne ich 1 Stern. Und dieses 1 Stern setzen wir in die Gleichung 3 da rechts ein. Dann haben wir, also, ja genau, dann haben wir S2-Punkt einmal als Unbekannte da drinnen und das x2-Punkt eliminiert zumindest. Und dann muss man sich überlegen, was man vorher ausrechnen will, die Kraft oder die Beschleunigung, weil irgendwas müssen wir noch eliminieren offensichtlich. Setzen wir das einmal ein. Fn Sinus Alpha ist dann M1
S2 Punkt Cosinus Alpha minus M1 Fn durch M2 Sinus Alpha. Also zusammengefasst 1 plus M1 durch M2 Fn Sinus Alpha. Wenn es den Term nach links tun und mit dem anderen zusammenziehen, und dann bleibt uns rechts M1 S2 Punkt Cosinus Alpha über. Das ist 3 Stern zur weiteren Verwendung. Und dann habe ich mich entschieden dazu, aus der Gleichung 4 da das S2-Punkt auszurechnen und dann in die Gleichung 3 Stern da einzusetzen und einmal zuerst, weil es ja eh egal ist, man muss ja alles ausrechnen, die Normalkraft auszurechnen. Und dann setzen wir es rück ein in die Beschleunigung. Gut, also aus der Gleichung, ja, sieht man jetzt eh noch. Aus der Gleichung 4, S2 Punkt, könnten wir gleich abkürzen. Das ist nämlich G durch Sinus Alpha. Wenn man das Sinus Alpha da, also durch M1 Sinus Alpha durchdividiert und dann die Vorzeichen umdreht, dann fällt das im zweiten Term da oben hier weg, das M1, damit G durch Sinus Alpha, und der andere Term ist 1 durch M1 Sinus Alpha Fn Cosinus Alpha. Das ist dann klarerweise 4 Stern, wenn wir das schon so gemacht haben überall. Und das setzen wir dann in 3 Stern zurück ein und kriegen M2 plus M1 durch M2, also ja, am besten selbst rechnen, wie immer. Dann ist eh klar, dieses Auflösen ist ja im Grunde immer nur eine Skizze. M1G Sinus Alpha mal Cosinus Alpha, genau, das ist das. M1 mit Cosinus Alpha einfach eingesetzt und minus, was uns noch überbleibt, M1 Cosinus Alpha durch M1 Sinus Alpha Fn Cosinus Alpha. Dann sollten wir alles drinnen haben. Das ist der zweite Term, also der Term dann entsprechend hier, und das haben wir einfach gleich aufgelöst da. Gut, und dann fassen wir es auf Fn zusammen und formen es auf Fn um. Ich forme es gleich auf Fn um. M1G Cosinus Alpha durch Sinus Alpha. Das ist einmal der Beitrag. Ja? Und dann dividieren wir durch M2 plus M1, brauche ich nur eine Doppelklammer, Sinus Quadrat Alpha, weil wir einmal das Sinus Alpha von links und einmal von rechts haben, plus M2 Cosinus Quadrat Alpha, das Ganze mit Sinus Alpha multipliziert, und durch M2 Sinus Alpha, und die bringen wir im Doppelbruch einfach wieder rauf. So, dann sollte das einmal stimmen. Dann kann man nämlich hier das Sinus Alpha miteinander kürzen und könnte natürlich noch rausheben, nämlich, also ausmultiplizieren sogar, nämlich M2 Sinus Quadrat, M1 Sinus Quadrat, und dann haben wir nur das
das mache ich jetzt gleich quasi on the fly, dann bleibt m1 Sinus Quadrat Alpha über, weil wir ja einmal m2 Klammer Sinus Quadrat Alpha plus Cosinus Quadrat Alpha haben. Und das ist 1. Also diese beiden Terme da lassen sich zu m2 zusammenziehen. Und dann ist Fn gar nicht einmal so kompliziert, nämlich m1, m2, g Cosinus Alpha. Das ist das, was schon oben steht. Und unten bleibt m1 Sinus Quadrat Alpha plus m2. Und das sind 22,66 Newton. Einmal diese Normalkraft. Dann ist ganz einfach rückeingesetzt, nämlich aus der Gleichung 4 Stern kriegen wir dann sofort da unser S2-Punkt. G durch Sinus Alpha minus Fn Cosinus Alpha durch m1 Sinus Alpha. Und das sind, nachdem wir Fn kennen, 6,54 Meter pro Sekunde Quadrat. Und aus 1 Stern kann man unsere Beschleunigung x2-Punkt für den Keil war das ausrechnen. Ebenfalls mit Fn. Das sind dann minus klarerweise 1,89 Meter pro Sekunde Quadrat. Vorzeichen richtig, wie wir gesagt haben, kommt was Negatives raus für das x2-Punkt. Und dann war noch gefragt, wie schaut es mit der Geschwindigkeit aus für den Quader, wenn er an der tiefsten Stelle ist. Oder für beide sogar, glaube ich. Geschwindigkeit, genau, von Quader und Keil. Wenn der Quader da ganz unten ist, wobei wir davon ausgehen, dass das entweder tatsächlich eine Punktmasse ist, als die wir es ja jetzt da behandelt haben, und die dann nicht irgendwie am Boden ansteht und dann um dieses Stück oben bleibt von der Geometrie her, weil wir ja nicht einmal eine Abmessung kennen. Wir wissen ja die Seitenlänge nicht von diesem Quader. Oder wir sagen, okay, da ist halt dann frei und das kann halt so runterrutschen. Also was ich damit sagen will, ist, der rutscht da die Strecke runter, bis der Schwerpunkt da ganz unten angelangt ist, an der Stelle, an der die Hypotenuse des Keils aus ist. Ja, das ist das, was wir rechnen. Und, na, schieben wir es ganz nach oben. Und das ist eigentlich einfach nur Dynamik, Grundgleichungen der Dynamik. Ich kann das ja ausintegrieren. Ich kann die Beschleunigung nehmen und daraus einmal über die Zeit integrieren. Und ich kann natürlich die Strecke aus der Geschwindigkeit integrieren. Allerdings, nachdem hier, das schreiben wir gleich her, natürlich die Beschleunigung sich ja nicht ändert, also das eine konstante Beschleunigung ist, kann man da sofort ausintegrieren und kann sagen, wenn das die Zeit ist zum Schluss, T-Finish, dann ist das ja nichts anderes als S2.T-Finish, weil S2. Ja konstant ist. Okay, gut. Und dann kann man gleich sagen, die Strecke ist auch S.dt, also S2.T dt, also das, was wir kennen, nämlich ein halb S2. Zeitquadrat. Einfach noch einmal hingeschrieben.
Warum ich das mache, ist ja, wir können uns daraus jetzt die Zeit einmal ausrechnen, die es braucht, bis es überhaupt unten ist. Die ist dann nämlich umgeformt Wurzel 2s durch S2 Punkt und mit, ja, schreiben wir es so, Nebenrechnung zwischen die beiden Striche. Geometrie, das Ganze ist L horizontal lang hier und wir haben den Winkel Alpha. Das heißt, wir haben für die Hypotenuse L durch Cosinus, das ist da die Ankathete, L durch Cosinus Alpha. Ja, und können dann entsprechend 2L durch S2 Punkt Cosinus Alpha verwenden für die Zeit, die es braucht. Also ist einmal unsere erste Antwort S Punkt ist S2 Punkt Wurzel 2L durch S2 Punkt Cosinus Alpha. Das ist die Geschwindigkeit für den Quader, wenn er an der tiefsten Stelle angelangt ist. Das sind 4,25 Meter pro Sekunde. Das gleiche gilt natürlich für den Keil. Der Keil hat sich ja genauso lange bewegt. Wenn der Quader unten ist, ist der Quader unten. Und wenn wir dafür die Geschwindigkeit für den Keil bestimmen wollen, dann ist es genau gleich in grün, nämlich x Punkt, nachdem x2 Punkt auch konstant ist, ist ja dann nichts anderes als x2 Punkt mal die Zeit, die es braucht, bis er unten ist. Und damit x2 Punkt Wurzel 2L durch S2 Punkt Cosinus Alpha. Und das ist auch eine negative Geschwindigkeit, weil ja x2 Punkt negativ war. Unser x ja nach rechts zeigt und der Keil sich aber nach links bewegen soll, haben wir gesagt, was sinnvoll ist. Minus 1,23 Meter pro Sekunde. Und dann können wir die Verschiebung vom Keil für den Punkt Quader ist an der tiefsten Stelle auch noch ausrechnen, indem wir das da heroben noch einmal verwenden, nur für das x2 Punkt. Das ist dann schon der Punkt C. Verschiebung. Keil. Wiederum x muss natürlich dann, ja, wenn Sie es ausintegrieren wollen, integrieren Sie es nochmal aus, aber das kennen ja alle. Eine halb Beschleunigung Zeitquadrat und damit ein halb x2 Punkt. Die Wurzel geht über das Quadrat weg, also 2L durch S2 Punkt Cosinus Alpha und das sind minus 0,4 Meter, um das sie das Ganze nach links verschoben hat. Ja, also das ist dann nur mehr Einsetzen in die schon ewig bekannte Kinematik für konstante Beschleunigungen. Also im Grunde, das brauchen wir uns gar nicht ausintegrieren klarerweise, sondern können gleich die Formeln für konstante beschleunigte Bewegungen verwenden. Nur damit wir noch einmal klarstellen, wo es herkommt, ist das jetzt da alles so ausführlich.